Wir freuen uns sehr, Julia von Lillesol und Pelle heute bei uns begrüßen zu dürfen. Ja, ich freue mich auch. Schön, dass ich wieder bei euch sein darf. Du hast wieder deine tollen Schnitte mitgebracht, passend zu unserer Kollektion. Da sind so viele tolle Modelle wieder draus entstanden. Und wir freuen uns sehr, dass du uns sie heute alle vorstellst. Ja, das mache ich sehr gerne. Und als erstes möchte ich euch einmal kurz ein bisschen was zu unseren Schnitten erzählen. Viele von euch kennen die ja ohnehin. Was ihr vielleicht aber noch nicht kennt, sind die neuen Displays, die wir für Händler haben. Und das Schöne ist, die passen jetzt nämlich genau perfekt zu unseren neuen Papierverpackungen. Wir sind ja oder sind dabei, unsere Schnitte umzustellen, sind damit im Prinzip auch fertig und sind weg von dem Plastik, wie es ja sonst immer war, und haben jetzt hier diese schönen Kartonverpackung und dazu passen eben die Displays gemacht. Und das Schöne ist, es kann hier unten immer mit einem Kreidemarker ganz einfach beschriftet werden. Ihr könnt, was weiß ich, Jersey, Webware sortieren oder Oberteile, Hosen, Röcke, wie auch immer. Oder einfach schreiben. Wunderbar geeignet fürs Wafing. Genau. Und ich stelle das einmal hier schon mal kurz zur Seite. Unsere Schnitte sind ja immer so aufgebaut, dass ihr dabei die vollständig bebilderte Schritt-für-Schritt-Fotoanleitung habt. Online gibt es dazu eine komplette Videoanleitung. Innen drin sind immer die Schnittbögen. Die sind so gestaltet, dass ihr die Schnittteile direkt ausschneiden könnt. Ich bin immer dafür, dass ihr sie lieber abhaust, aber da das ja viele möchten, lieber ausschneiden, ist das bei unseren Schnitten eben möglich. Genau. Und ja, das Ganze kommt so. Da drin ist immer noch unsere kleine Nähnotizenkarte. Und dann würde ich sagen, legen wir mal los. Genau. So, hier haben wir unser erstes Outfit. Das sind auch tatsächlich wirklich 3 ganz einfache Basic-Schnitte miteinander kombiniert. Und ich finde es immer schön, wenn man so ganz klassische Basics hat, die man immer wieder neu kombiniert, neu gestaltet. Hier haben wir einmal die Basic Strickjacke Lillesol Woman Nummer 59. Ich habe sie jetzt hier zum Beispiel mal ohne Knöpfe genäht, also ganz einfach, so dass die Blende vorne runterhängt. Man kann die theoretisch auch noch verlängern, so dass man einen kleinen Strickmantel hätte oder eben klassisch mit Knopfleiste und Knöpfen arbeitet. Ihr habt hier die Möglichkeit, kleine Saumbündchen zu nähen, genauso wie hier unten, oder einfach zu säumen. Jeder wie er es mag. Genau. Das ist der Artikel Drogon. Hier in diesem schönen satten Grünton. Und man könnte ihn auch von der anderen Seite verwenden. Dann kommt die melierte Struktur richtig schön zur Geltung. Genau. Darunter habe ich eins unserer ganz einfachen Basic-T-Shirts, Lillesol Woman Nummer 56. Und auch das ist ein Schnittmuster mit verschiedenen Varianten. Ihr habt hier diesen klassischen V-Ausschnitt, den ihr nähen könnt. Für alle, die vielleicht das zu kompliziert finden, haben wir aber auch noch eine Anleitung dabei, wie ihr so einen Fake-V-Ausschnitt nähen könnt. Das kann wirklich jeder. Es gibt außerdem die Möglichkeit, einen Rundhals oder einen hochgeschlossenen Rundhals zu nähen. Einmal hier eine abgerundete Saumvariante, eine gerade Saumvariante. Also das ist wirklich ein Schnitt, den man immer wieder variieren kann. Ihr habt verschiedene Ärmellängen. Und ich habe jetzt hier einen ganz einfachen unifarbenen Jersey. Und damit passt das immer, eigentlich überall drunter. Ja. Sieht schick aus. Genau. Welcher Jersey ist das von euch? Das ist der Vanessa aus unseren Modefarben aus der Kollektion. Genau, okay. Hier kombiniert habe ich dazu ein etwas älteres Design, glaube ich, schon von euch. Hausmesse. Genau. Ja. Achso, das ist ein ganz einfacher Jersey-Rock, auch einer unserer Basic-Schnitte. Und auch hier habt ihr wieder verschiedene Varianten in unterschiedlichen Längen, sodass ihr auch so einen klassischen Bleistiftrock sogar aus Jersey nähen könntet. Oder eben ausgestellt mit kleinen Taschen oder ohne. Also das ist auch ein Nähprojekt, was wirklich absolut anfängergeeignet ist. Und ja, ratzfatz genäht. Und auch wunderbar nochmal für Stoffresteverwertung zum Beispiel. Das stimmt, ja. Mhm. Genau. Ja. So, das hier ist einer unserer Klassiker, den kennen auch ganz viele. Das ist der Lillesol Woman Nummer 29 Cardigan mit Schalkragen.
Den könnt ihr auch wieder in verschiedenen Varianten nähen. Ich habe hier die schmale Blende genäht. Es gibt aber auch eine Variante, wo ihr eine breitere Blende nähen könnt und das einfach umklappen, sodass ihr wie so eine Art Revers-Blazer-Stil habt sozusagen. Eignet sich wunderbar aus diesem schönen Bono. Den liebe ich dafür, habe ich schon alle möglichen Farben. Genau. Das ist Artikel Bono aus unserer Herbst-Winter-Kollektion. Wir haben Bono auch im Standardbereich und das sind jetzt wieder Modefarben, passend zur Kollektion. Und hier ist wieder dieses wunderschöne Grün, was sich auch komplett durch die ganze Kollektion zieht. Genau, davon habe ich auch sehr viel vernäht. Und wir haben, weil da immer die Frage aufgetreten ist, ob es den Cardigan mit Schalkragen auch in länger gibt. Es ist aber durch die umlaufende Blende nicht so ganz leicht, das selber zu verlängern, beziehungsweise wenn man ja halt noch nicht so viel Erfahrung hat, ist das ein bisschen schwieriger. Und deswegen gibt es unseren Long Cardigan mit Schalkragen, Lilithful Woman Nummer 46. Das ist im Prinzip der gleiche Schnitt, nur eben in einem ganzen Stückchen länger und außerdem mit zusätzlichen Taschen. Und das eignet sich dann natürlich jetzt auch für den Herbst, Winter sehr schön als Mantel einfach drüber. Genau. Und darunter trägt unsere Puppe, machen wir mal ein bisschen frei. Genau, eine Olivia-Bluse, Lilithful Woman Nummer 51. Das ist auch eine Basic-Bluse, hier mit diesem leichten U-Boot-Ausschnitt. Sie kann auch wieder in verschiedenen Längen genäht werden. Ich habe hier die Manschetten-Variante genäht. Das sind unsere ganz einfachen Manschetten. Einfach nur mit so einem Schlitz. Könnt ihr aber auch einfach säumen. Und als kleine Besonderheit hat dieses Schnittmuster noch einen Stehkragen, den man optional ansetzen kann. Dadurch hat man noch mal so ein bisschen eine andere Variante, die man nähen kann, wenn man möchte. Und hier haben wir die viskose webbare Wild Flowers von Christiane Zielinski, wieder in diesem schönen Mintton. So, hier kommen wir zu unserem nächsten Outfit. Fangen wir mal mit dem Vestigan an. Der Vestigan ist auch einer unserer Klassiker, den man eigentlich, also deswegen Vestigan, auch vor allen Dingen mit kurzen Ärmeln nähen kann als Weste. Er hat hier diese überschnittene Schulterpartie, einen Schalkragen, der einfach hier umgeschlagen getragen wird. Hier habe ich die Variante mit Ärmeln genäht und die kurze Variante. Es gibt aber auch die Möglichkeit, den Vestigan noch ein ganzes Stückchen länger zu nähen. Dann ist er eben hüftlang oder über hüftlang. Genau, und das ist ein weit geschnittenes Schnittmuster, also tatsächlich relativ oversizig. Und ist super zum einfach drüber werfen, also ganz toll. Hier haben wir Skadi, ein Strickstoff mit Elastan und wieder dieses schöne Grün. Genau, und darunter kombiniere ich das Jersey-Kleid mit U-Boot-Ausschnitt, was man aber eben auch einfach als Shirt nähen kann und gar nicht unbedingt als Kleid nähen muss. Das haben wir ja bei ganz vielen Schnittmustern von uns, dass sowohl die Shirt-Variante oder Blusen-Variante, aber auch eine Kleid-Variante mit im Schnittmuster enthalten ist. Und genau, und das habe ich jetzt hier eben einfach mal als Shirt genäht. Wie der Name schon sagt, U-Boot-Ausschnitt aus Jersey. Genau, verschiedene Ärmellängen möglich und dann auch ganz wunderbar einfach als Basic-Teil zu kombinieren. Genau, das ist auch wieder aus eurer Kollektion. Genau, wieder Vanessa in den Modefarben unserer Kollektion. Genau. Schön abgestimmt. Genau, und dazu habe ich einen Knopfrock genäht, Lilithful Woman Nummer 40. So, auch hier habt ihr die Möglichkeit, den Knopfrock mit Taschen zu nähen. Das ist ein ganz klassischer Rock. Entweder mit durchgehender Knopfleiste oder hier oben nur mit so 2, 3, 4 Knöpfen, wie man möchte. Und dann den Rest runter zunähen. Da kann man da so ein bisschen mitspielen mit dem Schnittmuster. Und genau. Und hier haben wir Barry Lively, ein Baumwoll-Stretch-Satin. Und hier wieder mit dem schönen Grün und den rosafarbenen Blättern.
Hier habe ich mir ein Modell von euch ausgeliehen, das nämlich auf der Modenschau auch gelaufen ist. Und zwar ist das unser Frühlingscardigan Lilith Woman Nummer 52. Und das ist ein ganz klassischer Cardigan, der hier diese umlaufende Blende hat, der in die Seitennaht verläuft und dadurch eben diese großen Taschen bildet. Und auch wieder einfach ganz schick zum Drüberziehen. Genau. Und hier haben wir auch wieder Skadi. Der Strick mit Elastan in diesem schönen Beere-Pink-Ton. Und dazu habe ich einfach die Bluse Camisa kombiniert. Das ist eine klassische Hemdbluse. Auch hier, das ist wieder ein Schnitt von uns, was man sowohl als Bluse, aber auch als Kleid nähen kann. Und ihr seht schon hier also wirklich dann einfach die Blusenvariante. Und wie gesagt, das ist ein ganz klassischer Blusenschnitt. Ja, und da eignen sich dann eure Dani, Tübingen, Türkfeld, also Stoffe kann man wirklich ganz alles wunderbar dafür. Popelin. Ja, genau. Ich mag schon. Okay. Welches möchtest du gerne? Damit muss ich gerade einmal kurz schauen. Kein Stress. Wir haben alle Zeit. Diese hier kommt zuerst. Genau. Ups. Was ist das? Stellen wir die Dame mal ein bisschen weiter nach hinten. Genau. Ja, hier das Shirt mit Kuschelkragen, Lilith Woman Nummer 32. Auch hier ein schöner Basic-Schnitt mit verschiedenen Varianten. Wir haben hier 3 verschiedene Kragenvarianten drin. Diesen ganz weiten Kuschelkragen, ein bisschen engeren Kuschelkragen und aber auch einen hohen Rollkragen. Ihr könnt das in verschiedenen Längen nähen. Viele haben es auch schon als Kleid genäht. Das ist auch toll für den Herbst mit einer Leggings dazu oder einer Strumpfhose. Genau. Und auch hier entweder könnt ihr das natürlich säumen oder auch Bündchen extra noch annähen. Und hier habe ich das ja tatsächlich auch dann mal länger genäht und hier einfach in den Rock gesteckt. Aber tatsächlich ist es eigentlich sogar ein langes. Genau. Und hier haben wir Drogon. Ein Double Face. Einmal hier diese Uni-Seite, wo das meliert nur ganz leicht durchschimmert. Und die Rückseite wäre dann, wo das Rosa nur ganz leicht durchschimmert. Genau, das ist auch schön. Ja, und dazu trägt unsere Puppe unseren A-Linienrock Alba. Und ja, wie der Name schon sagt, es ist A-linienförmig. Das Besondere daran ist, dass in diesem Schnittmuster sowohl die Variante für Webware enthalten ist, dann wird sie natürlich hinten mit einem Reißverschluss genäht. Ihr könnt aber tatsächlich auch den Rock aus Jersey nähen, also da seid ihr variabel. Genau, und könnt dann halt das wunderbar auch kombinieren, entsprechend wie ihr das möchtet. Wenn man das aus Webware näht, ist es natürlich ein bisschen schicker. Aus Jersey ist es ein schöner, sportlicher Sommerrock. Und hier haben wir von Berit diesen wunderschönen Baumwoll-Stretch-Satin in rosa und lila. Genau, die kann dann als nächstes kommen, die kleine hier. Ja, das ist unser Biesenkleid und Tunika Laurelia. Ihr seht schon hier am Oberteil hat sie hier diese schönen Biesen, die hier runter verlaufen. Und ja, dann hier diese überlappende Blende vorne, die dann in die gerafften Stufen übergeht. Auch hier habt ihr verschiedene Möglichkeiten, was die Ärmellängen natürlich angeht, aber auch die Stufen. Ihr könnt das als ganz langes Kleid nähen, ihr könnt das aber auch als Tunika nähen. Und ja, das ist einfach ein richtig schönes Sommerkleid. Das ist übrigens auch das, was ich heute anhabe. Sehr schick. Genau. Und hier haben wir die viskose Webware Kaluna von Käselotti in Ocker Altrosa. Eine sehr, sehr schöne Farbkombi. Finde ich auch wunderschön. Ja.
Und hier habe ich zur Abwechslung tatsächlich mal wieder was für Kinder genäht, weil man ja immer so ein bisschen vergisst, dass wir tatsächlich auch einfach ganz viele Kinderschnittmuster haben. Ja. So ein bisschen ist der Fokus ja bei uns inzwischen auf Damen, aber wie gesagt, wir haben, ich glaube, 75 Kinderschnittmuster so im Sortiment. Und das ist eins davon, ein ganz einfacher Schlafanzug. Und ich habe, als ich die Paneele von euch gesehen habe, habe ich gedacht, ach, das ist so süß. Da muss ich tatsächlich mal wieder einen Schlafanzug für meine Tochter nähen. Genau. Und das habe ich kombiniert mit dem passenden Kombistoff. Einmal die Hose und hier, wie gesagt, das Paneel verwendet. Und das Schöne an dem Paneel ist tatsächlich, dass man die anderen beiden, die übrig sind, als Kissen vernähen kann. Sehr schöne Idee. Ja, also da hat sie das ganze Set jetzt bekommen. Das ist Igel Iggy von Christiane Zielinski. Und hier haben wir 3 Paneele in der vollen Breite und auch passende Kombistoffe dazu, die natürlich farblich aufeinander abgestimmt sind, dass man sie alle untereinander kombinieren kann, wie man hier wunderschön sieht. Ja. Die Hose, die Ärmelchen und hier ist das Paneel. Einmal sehr schön zu sehen, sehr schick gemacht. So. Ich stelle die einfach mal ein Stückchen wieder vor, dann haben wir ein bisschen mehr Platz. Hier haben wir wieder eins unserer Klassiker, das ist das Mia Flora Kleid. Auch das könnte man als Shirt nehmen, es sind wieder beide Varianten enthalten. Und das Schöne an dem Schnittmuster ist, es ist für Jersey, sodass es sich also hier oben im Oberkörperbereich auch eher schmal geschnitten ist und sich anschmiegt. Und hat hier diesen schönen Kelchkragen, der hier hinten im Nackenbereich eben auch anliegt und dann in diesen V-Ausschnitt übergeht. Es gibt verschiedene Ärmellängen, wie immer, wird hier mit einem kleinen Gürtel genäht. Ja. Und hier haben wir von Julie Drew den Baumwoll-Jersey Cassis Berry in diesem schönen rostroten Ton. Hier ist ein relativ neues Schnittmuster von uns. Das ist das Schluppenkleid und Shirt Cinta. Auch das wieder als Kleid oder als Shirt möglich zu nähen. Das Schöne ist, dass es hier auch wieder aus Jersey ist, weil Jersey einfach nach wie vor total gerne genäht wird. Und ich finde, es gibt immer nicht so wahnsinnig viele schicke Schnittmuster für Jersey. Und gerade wenn man jetzt mal sowas sucht, was eben auch fürs Büro geeignet ist oder für abends, das war der Hintergrund, weshalb wir gesagt haben, wir möchten auch einfach mal ein schickes Schluppenkleid dann machen, was aber trotzdem bequem ist, um Jersey zu vernähen. Und auch hier wieder unterschiedliche Ärmellängen. Wir haben hier auch mit Manschetten, das abgeschlossen. Ich weiß nicht, ob man das jetzt hier sehen kann. So. Und wie gesagt, hier die Shirtlänge kann man aber auch ganz toll als Kleid nähen. Wer möchte, wer das ein bisschen legerer mag und nicht ganz so hoch geschlossen, kann das natürlich auch einfach offen lassen und dann die Bänder einfach so leger runterhängen lassen. Und hier dazu habe ich nochmal den Knopfrock kombiniert, den hatte ich euch ja vorhin schon gezeigt. Und hier haben wir wieder von Julie Drew Cassis Berry in diesem schönen lila Ton. Ups. Das hier nehmen. Ja, hier haben wir unseren Cardigan Viga, Nummer 68. Der hat hier diese schöne Knopfleiste. Wir haben hier jetzt einfach mal die Knöpfe weggelassen und lassen es einfach offen hängen. Ihr könnt aber auch genauso hier einmal die Knöpfe anbringen und das dann wirklich hochgeschlossen bis oben hin tragen. Und besonders schön finde ich dann hier eben auch die Möglichkeit, das mit so einem Rippen-Jersey abzuschließen. Und das Ganze wiederholt sich dann hier unten am Saumbündchen nochmal, ebenso wie an den Ärmelbündchen. Und genäht habe ich das hier auch aus dem Bono. Ja, und der eignet sich dafür ganz toll. Könnte man aber natürlich auch aus Sweat nähen zum Beispiel. Und hier haben wir wieder Bono in den Modefarben. Und hier haben wir das schöne Jeansblau.
Genau, und auch hier habe ich einfach nochmal ein Basic-T-Shirt drunter kombiniert. Wieder mit der V-Ausschnitt-Variante. Ganz einfach zu nähen, was ich ja vorhin schon sagte. Also kann man immer unter einem tragen. Mit Fusseln. Jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Genau, das ist dieses hier. Und ups, die junge Dame trägt eine Tapered-Hose Paula. Little Woman Nummer 62. Die hat hier auch seitliche Taschen. Hier oben einen glatten Bund. Auf der Rückseite wird sie allerdings gerafft, sodass es tatsächlich eine einfache Schlupfhose ist. Sie hat hier vorne so einen angedeuteten Reißverschlussleiste, so dass es so ein bisschen mehr nach Hose noch aussieht sozusagen. Aber es ist wirklich ganz einfach für ein Hosenschnittmuster zu nähen, dadurch, dass sie einfach nur hochgezogen wird. Ja. Genau. Und hier haben wir den Baumwoll-Stretch-Satin von Julie Ju. In diesem schönen Blau-Rot. Passend auch wieder zu Bono. Kann man super kombinieren. Hier nochmal unsere Hemdbluse und Hemdblusenkleid Camisa. Das, was ich euch vorhin schon als Hemdbluse tatsächlich gezeigt hatte, da war das ja ein bisschen festere Webware. Hier genäht aus einer Viskose und dadurch hat sie eben diesen schönen fließenden Fall. Das Ganze als Kleid, auch wieder mit Manschetten genäht. Also es ist ein ganz klassisches Schnittmuster mit Steg und Kragen. Hier wird ein Gürtel eingearbeitet, kann man natürlich auch einen gekauften Gürtel nehmen, das ist klar. Und wie gesagt, ist einmal komplett durchgeknöpft bis zum Saum und ein klassischer Schnitt. Und hier hast du Down Under von Bienvenido Colorido verwendet. Eine viskose Webware in Jeansblau. Ja, den finde ich wirklich wunderschön, den Stoff. So, dieses hier ist unser allerneuestes Schnittmuster. Auch hier wieder Blusenshirt und Kleid Kaya, Little Woman Nummer 70. Und auch das ist ein klassischer Schnitt als Bluse genäht. Also ihr schlüpft einfach rein. Es hat keine Knopfleiste, keine Reißverschlüsse. Es ist daher wirklich einfach zu nähen, was jetzt den Blusenbereich angeht. Ihr habt hier diesen V-Ausschnitt. Ihr habt einen klassischen Steg und Kragen. Und ups, auch hier wieder Manschetten. Könnt natürlich unterschiedliche Ärmellängen wählen. Die Kleidvariante wird ganz einfach nur geshoppt. Also aus dem Grund müssen da halt auch keine zusätzlichen Verschlüsse rein, weil es halt nicht so eng ist, dass man nicht reinkommt. Aber durch den Gürtel wird es ein bisschen auf Figur gezogen. Genau, und habt ja einfach einen ganz klassischen Schnitt. An der Seite, vielleicht kann man das hier ein bisschen besser sehen, habt ihr dann auch wieder so einen gerundeten Saum mit einem kleinen Schlitz hier sozusagen, oder ja, mit dieser Rundung hier an der Seitennaht, und am Rücken habt ihr eine Passe. Ja. Und wie gesagt, das ist ein klassischer Schnitt, ein Hemdblusenschnitt, einfach so zum drüberziehen. Auch übrigens wunderbar, zum Beispiel im Sommer am Strand, Ja, wenn man einfach nur aus so einem ganz leichten Stoff das näht, zum drüberwerfen. Und hier habe ich jetzt Viskose genäht. Ich finde, für die Kleidervariante finde ich Viskose unheimlich schön. Für die Hemdblusenvariante habe ich aber auch schon eure Streifen, ich glaube, sie heißen Karavellen, oder? Genau. Genau, dafür verwendet. Das ist nämlich tatsächlich auch ganz toll dafür. Ja. Gefällt mir sehr gut. Und hier hast du die viskose Webware Kaluna von Käselotti in Blau. Ja. Vernäht. So, hier haben wir unseren Casual Sweater. Und den, habe ich hier, also auch hier gibt es wieder verschiedene Varianten, wie ihr den nähen könnt. Das habe ich jetzt so ein bisschen an das Panel angepasst von Käselotti. Da habt ihr ja in der Mitte diesen großen Kreis, von, Genau. was eben diese Bordüre angeht. Und unser Schnittmuster ist in den kleinen Größen ein kleines bisschen zu kurz hier am Ärmel.
es hat ja diese überschnittene Ärmelpartie, die sich nämlich wunderbar für das Muster eignet. Ich habe aber einfach nur das ein ganz klein bisschen verlängert und am Ärmel entsprechend gekürzt. Und damit passt er perfekt auf diesen runden Kreis. Die Ärmel habe ich so angesetzt, dass die Bordüre dann unten abschließt. Und der Casual Sweater ist ja so ein bisschen asymmetrisch geschnitten. Das heißt, vorne ist er etwas kürzer als hinten. Und es gibt noch verschiedene andere Varianten mit Kapuze und mit Kragen. Und ich habe hier jetzt aber einfach nur das ganz einfach mit einem Bündchen gesäumt, weil ich finde, das hat schon genug. Ja. Da muss nicht noch unbedingt eine Kapuze. Es könnte dann auch knapp werden, weil man ja so ein bisschen... Man hat ein Panel. Genau, man hat ein Panel und da muss man natürlich ein bisschen die Schnittteile puzzeln. Aber das geht ganz wunderbar mit dem Schnittmuster. Gefällt mir auch sehr gut. Und so sieht es auf Stoff aus. Ja. Ich zeige es einmal. Das ist Icelandic Sweater von Käselotti. Und hier kann man einmal sehen, das ist die komplette Stoffbreite. Und in der Mitte wurde mittig der Kreis aufgesetzt. Und da haben wir auch schon ganz viele verschiedene Sachen von gesehen. Also es ist wirklich mal was ganz anderes. Und genau, die Bordüre hier hast du für die Ärmel verwendet. Man könnte das natürlich auch so ansetzen, dass man den ganzen Pullover noch ein Tickchen verlängert und dann unten am Saum die Bordüre hätte. Da kann man wirklich ganz toll spielen und es immer neu variieren. Ja, gefällt mir sehr gut. Dann sind wir hier bei einem unserer Klassiker, Little Woman Nummer 25, einer unserer ersten Hoodies, die wir hatten. Inzwischen haben wir ja auch, ich weiß es gar nicht, 4, 5. Und dieses hier ist ein Hoodie, der hier diese Teilungsnähte am Vorderteil und auch am Rückenteil und auch am Ärmel hat. Und hier haben wir die Streifen dann mal so angesetzt, dass sie eben am Vorderteil längs verlaufen und an diesen Einsätzen hier entsprechend quer. So, das kann man natürlich auch zum Beispiel mit Color Blocking wunderbar machen bei diesem Schnittmuster, wenn man verschiedene Jerseys hat, Sweats hat, die man miteinander kombiniert und das dann hier an der Seite einsetzt und dann zum Beispiel hier auch noch am Ärmel. Hier ist es zum Beispiel auch auf dem Titelbild ganz gut zu sehen, wie man das auch noch anders einsetzen könnte. Und hier haben wir, genauso wie hier auch, einfach die Kragenvariante, aber auch hier gibt es noch die Möglichkeit, eine Astronautenkapuze zu nähen oder die klassischen Wickelkapuzen. Ja, also auch da wieder verschiedene Möglichkeiten. Ich finde es mega gut, wie man mit Streifen spielen kann. Total. Also, das ist derselbe Stoff. Ja. Und das ist Sören, ein French Terry und hier in Jeansblau Creme. Und ich finde es auch richtig klasse mit den Ärmelchen. Ich glaube, das haben wir gerade schon gesehen, dass du den Streifen da einmal so eingesetzt hast. Und einmal quer. Ja. Ja. Ja, und hier kommen wir zu etwas ganz Neuem. Das ist unser Prototyp gewesen. Das heißt, wir haben da auch tatsächlich noch gar kein Titelbild. Erscheint, vielleicht schaffen wir es jetzt wirklich noch in den allerletzten Apriltagen, wahrscheinlich erst Anfang Mai. Das müssen wir mal ein bisschen gucken, wie schnell wir da jetzt sind. Das ist eine Frühlings-Sommerjacke. Hier eine ganz klassische, mit doppelter Reihe, mit Taschen hier an der Seite. Hat hier dieses Revers, die Riegel am Ärmel. Also wirklich ein klassisches Schnittmuster. Ist auch nicht gefüttert, sodass es wirklich eine leichte Sommerjacke ist. Ja, und durch den Stretch-Anteil ist es immer schön. Ja, das stimmt. An den Schultern. Genau. Ist nicht unbedingt notwendig bei dem Schnittmuster, aber hier haben wir das gemacht. Wie gesagt, das ist noch unser Prototyp. Ja, und darunter... Achso, möchtest du erstmal was zum Stoff sagen vielleicht? Das ist der Baumwoll. Genau. Stretch-Satte von Käselotti. Und hier in diesem schönen Blau. Ja, und darunter trägt sie nochmal hier unser Blusenshirt Kaya. Hier nämlich aus dem Caravelle-Stoff, was ich vorhin sagte. Dass das nämlich ein tolles Schnittmuster für die Basic Blusenstoffe und Hemdenstoffe ist. Passt doch wunderbar zusammen. Ja, fand ich nämlich auch. Ja, und damit
sind wir fertig, würde ich sagen. Dann bedanken wir uns recht herzlich, dass du wieder bei uns warst. Ich freue mich, dass ich Macht wieder immer hier sehr viel sein Spaß. durfte. Ja, finde ich auch. Ich komme immer gerne zu euch nach Sind Nordhorn. zwar immer so 20, 25 Minuten Video, aber Aber es ist toll. Ja. Macht mir auch Spaß. wir sind hier 2 Tage immer schön zusammen und das freut uns immer sehr. Ja. Genau. Vielen, vielen Dank dafür. Ich danke euch und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ja.